Was würdest du sagen, Dave? Nun, wir haben darüber viel geschrieben. Und ich würde zurückgehen zu, ich meine, du könntest lesen, die obersten Autoritäten über Yoga wären die Yogis selbst. Und ich denke, dass Shiva, der Zerstörer, beachte, der Zerstörer, im Hinduismus Yogeshwara ist. Er ist der Gott des Yoga. Ich meine, du könntest das untersuchen. Du könntest Bücher von Yogis lesen, die dich vor Yoga warnen würden. Deshalb sagen sie, du solltest jemanden haben. Nun, das ist echtes Yoga, okay? Das ist nicht die homogenisierte, amerikanisierte Version, die wir hier sehen. Nun, aber die homogenisierte, amerikanisierte Version kann dich in Schwierigkeiten bringen, weil sie in einen veränderten Bewusstseinszustand hineingehen. Sie gibt dir nicht das wirkliche Verständnis dessen, worum es dabei geht. Das ist mein Punkt. Richtig. Siehst du, Yoga in Indien, und daher kommt es, ist bekannt als eine Technik zum Sterben, nicht zum Leben. Es ist nicht dazu gedacht, deine Gesundheit zu verbessern. Es ist dazu gedacht, dich an den Punkt zu bringen, wo du ohne Luft auskommen kannst. Du kannst, ich meine, einige dieser Yogis können für eine gewisse Zeit eingesperrt werden. Du kannst regungslos werden, und letztlich ist das Ziel, Selbstverwirklichung zu erreichen, Moksha zu erreichen, der Zeit, den Sinnlichen und den Elementen zu entkommen und eine höhere Wiedergeburt zu erreichen, letztlich Gott zu werden. Selbstverwirklichung. Atman, wie sie sagen, ist Brahman, das heißt der individuelle Gott, der Individuelle Seele, Atman, die individuelle Seele. wird eins mit der Überseele oder der universellen Seele, Brahman, richtig. Also, Tom, du hast mir eine Frage gestellt. Kurz gesagt würde ich sagen, wenn du dich für Gesundheit interessierst, warum nimmst du dann nicht ein Trainingsprogramm, das für Gesundheit ausgelegt ist, um deinen Körper zu stärken und so weiter? Nun, zugegeben, das wird dir helfen, beweglicher zu werden. Du kannst in diese seltsamen Positionen kommen und so weiter. Was das letztlich für deine Physiologie bewirkt, weiß ich nicht. Aber Dave, die andere Seite von Yoga, nämlich Meditation, das ist der beängstigende Teil, und ich benutze diesen Begriff nicht leichtfertig. Es kann wirklich sehr beängstigend sein. Yoga ist darauf ausgelegt, diesen veränderten Zustand zu erreichen. Und du weißt, wir haben zum Beispiel über transzendentale Meditation geschrieben. Das ist eine Form von Yoga. Das ist es. Und wir haben Leute interviewt, die verrückt geworden sind. Es gibt andere, die Selbstmord begangen haben. Es gibt andere, die auf jeder Seite Dämonen sahen, die versuchten, in sie hineinzukommen. Plötzlich sind sie an der Decke und schauen auf ihren Körper hinunter. Sie sind ausgerastet. Sie haben nicht erwartet, dass das in der transzendentalen Meditation passiert. Sie sollen einen Zustand der Ruhe erreichen. Einige von ihnen haben Möbel zertrümmert und so weiter. Okay, das passiert nicht in deinem gewöhnlichen Yogakurs. Und wie du gesagt hast, wir haben es verwässert. Aber schau, wenn du es Yoga nennen willst, dann warum gehst du nicht aufs Ganze und nimmst das Echte? Nenn es nicht Yoga, wenn es wirklich kein Yoga ist. Nun, viele tun das, die damit anfangen, und jetzt wollen sie es ernsthaft betreiben. Und da ist es wo? Richtig. Dann kannst du in echte Probleme geraten. Es ist eine spirituelle Übung, um einen höheren Bewusstseinszustand zu erreichen. Wenn du das nun willst, dann geh mit offenen Augen hinein und erkenne die Gefahren und lies, was die führenden Yogis darüber sagen, okay? Aber wenn du deine körperliche Stärke und deine Gesundheit und so weiter verbessern willst, dann mach Übungen, die dafür ausgelegt sind. Tatsächlich, Tom, haben sie im Allgemeinen ein Mantra. Und wenn du wirklich in Yoga einsteigst, hast du ein Mantra. Ich erinnere mich daran, dass wir haben in der Vergangenheit Leute interviewt, die in transzendentaler Meditation involviert waren, und sie sagten, ich habe dieses Mantra von Maharishi Mahesh Yogi bekommen. Und ein Yogi? Ja, das ist, was er ist.
ein Yogi, ein Meister des Yoga. Und ich habe eines Tages ein Buch über Hinduismus gelesen und da ist mein Mantra, das geheime Mantra, von dem er sagte, es sei nur für mich allein. Nun, ich fand heraus, es ist der Name eines hinduistischen Gottes. Und die Bücher über Yoga werden dir sagen, dass du, wenn du dieses Mantra wiederholst, buchstäblich diesen Gott anrufst, damit er kommt und von dir Besitz ergreift. Dave, ich schaue mir einen Artikel aus dem Charlotte Observer an. Und das größte Problem hier für Christen. Der Titel des Artikels lautet: Yoga gewinnt eine christliche Anhängerschaft. Das größte Problem ist Fehlinformation. Zum Beispiel, Yoga wurde in Indien geboren, einem Land vieler Religionen, einschließlich des Hinduismus. Es ist eine spirituelle Praxis, aber keine Religion, laut Richard Falls, Vorsitzender des Vorstands des Kripalu Center for Yoga and Health in Massachusetts. Es ist eine religiöse Praxis. Und daran besteht kein Zweifel. Aber, Lass mich dir noch ein weiteres Zitat von ihm geben. Er sagt, es ist nicht christlich oder unchristlich. Die wahren Lehren sind jenseits von Name und Form, jenseits von Christus, jenseits von Buddha oder Krishna. es ist darauf ausgelegt, dich in einen veränderten Bewusstseinszustand zu führen. Der veränderte Bewusstseinszustand ist die Tür zur Geisterwelt, okay? In einem normalen Bewusstseinszustand kontrolliert dein Verstand dein Gehirn. In einem veränderten Zustand verlierst du die Kontrolle und eine andere Entität kann übernehmen. Und hier entstehen die Probleme und kommen die psychedelischen Erfahrungen her. Ich würde es ganz sicher nicht empfehlen. Und es ist in der Tat antichristlich.